Lohnt sich echt von Tag 1 zu spielen, du kannst doch nicht mal richtig leveln. Dir werden alle Alberts geklaut. Ja, da muss man halt durch, aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau, sag ich mal. Da muss man halt durch, mal. Das könnte Gala lösen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es gibt weitaus mehr als nur ein Problem beim FEC. Ich finde, eins der größten Probleme sind die 6 Channel. Weil ich finde es halt so unlogisch. Der Server La Wolf, der größte Server in Flash Universe, hat 6 Channel und ist voll, sag ich mal. Also der Server ist gut gefüllt. Und man muss sich vorstellen, auf FEC spielen, sag ich mal, also selbst wenn du jetzt mal davon ausgehst und wahrscheinlich ist es sogar mehr. Also keiner weiß die genauen Spielerzahlen, deswegen können wir nur schätzen. Aber mal angenommen, auf dem FEC spielen 50% aller Spieler plus X. Also 50% aller aktiven Spieler, die sonst auch spielen und wenn nicht FEC ist, plus X. Und wie gesagt, La Wolf hat 6 Channel und wenn jetzt 50% Leute von La Wolf spielen, aber auch 50% Leute von Borodeng, Totemia, Mashpoi, Mia, Klarfan, Taiwan, Japan, Frankreich, bla 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 bla, dann sind das viel mehr Leute. Plus X, du hast noch plus X, das sind Leute, die nur zur FEC spielen, das ist dann plus X noch. Also du hast definitiv, und da würde ich alles, was ich besitze, darauf wetten, also fiktiv natürlich nur, praktisch würde ich es nicht machen, aber theoretisch, da werden halt 1000%ig mehr Leute spielen als auf La Wolf normalerweise. Und zwar nicht nur mehr Leute, sondern wahrscheinlich viel mehr. Also ich würde jetzt sagen, mindestens 50% mehr. Wahrscheinlich locker doppelt so viele. Wahrscheinlich sogar 3-mal so viele, bis zu 3-mal so viele. Und trotzdem haben wir nur 6 Channel und das ergibt keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn. Weil selbst wenn sie sagen, okay, wir wollen nicht zu viele Channel wegen zu viele Giants und so, es ergibt ehrlich gesagt auch keinen Sinn, weil da spielen so unfassbar viele Leute. Wer profitiert denn dann von diesen vielen Giants? Ja, also ich meine, auf FEC letztes Mal, da haben ja teilweise Leute gesagt, sie kriegen pro Stunde gerade mal 3 Giants ab oder so in Coral Island. Ja, Junge, da könntest du locker 10 Channel hinzufügen und die Leute würden trotzdem nur 5 Giants kriegen oder 10. Also, und das wäre immer noch nicht viel. Ich meine, auf Borodeng habe ich teilweise 20 die Stunde gefunden. Also ich meine, was ist das für eine Logik eigentlich? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wenn einfach da sau viele Leute spielen, dann musst du halt auch mehr Channel dann einfach zur Verfügung stellen. Und das wird dann schon nicht so sein, dass dann zu viel droppt, weil du hast ja auch eine viel höhere Nachfrage. Ey, endlich mal wieder jemand, der Level 25 erreicht. Two-Face? Nice, Sue. Aber es sind nur Leute, die... Das ist natürlich jemand, der heute angefangen hat. Alle, die gestern angefangen haben, erreichen kein Level 25. Jesus. Aber ja, auf jeden Fall, wie viel Channel würde ich empfehlen? Ja, ich würde sagen Minimum 10. Minimum 10. Also nochmal 4 mehr. Also viel mehr und 4 mehr. 10 bis 12 würde ich sagen. Alles andere ist schon unrealistisch. Vor allem hast du immer noch den PK-Channel, also einen kannst du eh wieder abziehen, weil den viele Leute vermeiden. Hast du effektiv sowieso nur 5. Wie gesagt, bei 10 Channeln ist es dann 9, also bei 12 ist der 11, also ich finde nicht, dass das so viel ist eigentlich. Also ich finde nicht, dass das jetzt so unrealistisch ist, weil wie gesagt, wenn du einen Server hast, der von der Population her jenseits von Gut und Böse ist, also mehr als alle anderen zusammengefühlt, dann kannst du ja nicht sagen, ja, aber er hat trotzdem nur so viele Channel, wie der andere normalerweise auch hat. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist eigentlich einer meiner Hauptkritikpunkte am FEC. Weil das halt auch wirklich, ich meine, jeder sagt, oh, erster Tag, alles kacke, zu viele Leute und pipapo. Auch da würden die zusätzlichen Channel greifen. Aber immer eigentlich. Und ich meine, Fly ist halt wirklich ein Game. Ist nicht nur wegen AOE-Leuten, sondern auch generell. Da kann man nicht wirklich friedlich nebeneinander weiterleveln, weil man klaut sich halt nebenbei die Mobs. Vollkommen egal, ob man es jetzt wirklich will oder ob das jetzt Absicht ist oder nicht oder was auch immer. Das ist vollkommen egal. Man macht's einfach, weil es einfach das Spiel ist. Das Spiel ist so konzipiert, du levelst eigentlich immer zu zweit, was am meisten bringt. Es ist am sinnvollsten, am effizientesten. Und folglich, wenn dann 5 Leute an einem Spawn sind, leveln die 5 nicht zusammen,
sondern jeweils immer 2 leveln zusammen. Und für 5 Leute, wenn davon noch 2 AOEen, dann ist halt ein so ein Level-Spot ist halt einfach zu wenig. Das ist einfach eine Tatsache. Und wie gesagt, beim Giant Hunten genau das Gleiche. Wenn 30 Leute auf Giant Hunt sind, ja, dann reichen 6 Channel halt einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Und da kommen dann auch nicht so viele Waffen auf den Markt, weil wenn du 3-mal so viele Spieler hast wie normalerweise, dann dürfen ja auch mehr als 3-mal so viele Waffen wie normalerweise droppen. Weil auf Borodeng und so sind die Preise ja auch immer noch nicht komplett abgebrochen. Trotz Kriton, trotzdem, dass das ursprüngliche Update, was uns diese Waffen beschert hat, schon uralt ist. Mittlerweile. Weil einfach die Nachfrage so hoch ist. Und das ist halt irgendwie unverständlich. Also ich denke mal, persönlich, es hat irgendwas mit Kosten vielleicht auch zu tun. Mehr Channel, mehr Kosten. Weil ich bezweifle, dass das so viel Geld kostet, ehrlich gesagt. Das denke ich, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, keine Ahnung.